Was wird aus Joe Biden? Nach seinem desaströsen Auftritt beim TV-Duell gegen Herausforderer Trump werden die Kritiker immer lauter und die Popularitätswerte immer schlechter. Nach einer aktuellen Umfrage im Anschluss an die TV-Debatte halten inzwischen mehr als 70% der befragten US-Wähler Joe Biden für geistig nicht mehr fit genug. Der 81-Jährige selbst aber, der zeigt sich dadurch unbeeindruckt. Forderungen nach einem Rückzug erteilte eine Absage. Joe Bidens Auftritt im TV-Duell gegen Donald Trump war ein Fiasko. Er verlor den Faden, nuschelte, starrte mit offenem Mund ins Leere und konnte häufig seine Sätze nicht richtig beenden. Nun ist in den USA eine Debatte darüber entbrannt, ob der 81-Jährige der richtige Kandidat für die Demokraten ist. Ich habe gehofft, dass Biden besser abschneidet. Trump hat sich so wie immer aufgeführt, seit er Politik macht. Aber es war nur schwer mit anzusehen, wie schlecht Biden sich präsentiert hat. Er war etwas zittrig und es fiel ihm schwer, seine Sätze zu beenden und den Gedankengang zu vollenden. Jemand, der das Sagen hat, sollte zu 100% geistig fit sein. Ich hatte eigentlich vor, Biden zu wählen, aber aufgrund der Leistung beim Duell habe ich meine Meinung geändert. So ergeht es inzwischen vielen Amerikanern. Nach einer aktuellen Umfrage des US-Fernsehsenders CBS glauben inzwischen 72% der registrierten Wähler, dass der Präsident nicht über die geistige und kognitive Gesundheit verfügt, um als Präsident zu dienen. Zum Vergleich bei Trump sind 49% der Meinung. Doch für Experten ist die Wahl noch lange nicht gelaufen. Es wird hart in den nächsten Wochen für Biden, aber bis zur Wahl sind noch knapp 4 Monate. Da kann in der Politik noch viel passieren. Noch ist nichts entschieden. So sieht es auch der angeschlagene noch US-Präsident, der den Forderungen nach einem Rückzug eine Abfuhr erteilt. Ich weiß, dass ich kein junger Mann mehr bin, der alles direkt auf den Punkt bringt. Ich laufe nicht mehr so leicht wie früher. Ich spreche nicht mehr so reibungslos wie früher, aber ich weiß, wie man diesen Job macht, wie man Dinge erledigt. Ich weiß, was auch Millionen Amerikaner wissen: Wenn man niedergeschlagen wird, steht man wieder auf. Auch seine Familie stärkt Biden den Rücken, hat ihn bei einem Treffen am Wochenende zum Durchhalten ermuntert. Böse Zungen behaupten sogar, seine Frau Jill wäre aus Machthunger die eigentlich treibende Kraft, wäre hinter den Kulissen schon lange an der Macht und wolle ihre Rolle als Frau eines US-Präsidenten unbedingt noch 4 weitere Jahre erhalten.